Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. Und zwar heute habe ich für euch ein ganz besonderes Stück aus meiner Sammlung, und zwar eine Feldbluse der Bundeswehr im Dreifarb-Wüstentarndruck, aber eben nicht irgendeine Feldbluse, sondern eine modifizierte Version, die wir sonst unter der Bezeichnung Raid Mod gerade bei den amerikanischen BDUs kennen, also bei den Uniformoberteilen. Hier aber eben mal gemacht von einem deutschen Soldaten. Was die Besonderheit hier nochmal an der Bluse ist, dass wir hier eine Version aus dem Jahre 2000 haben. Und zwar ist da das Flecktarn noch ein bisschen von den Farben her anders, beziehungsweise dann natürlich von den genutzten Stoffen, je nachdem wie es drauf gedruckt wird, was man da für Material hat. So ein bisschen kann sich das dann immer unterscheiden. Den feinen Unterschied, den ihr wahrscheinlich ganz gut sehen könnt auf der Kamera, ist, dass hier die Feldbluse natürlich vom Stoff her anders ist und die zusätzlich aufgebrachten Taschen hier so der Schnitt sind vom Parker. Die sind so ein bisschen breiter in der Form, und hier eben haben wir nochmal quasi eine normale äh, Brusttasche von einer Feldbluse. Die sind dadurch, dass die halt alle die gleiche Farbgebung noch haben, gehe ich mal davon aus, dass es noch wahrscheinlich ein älterer Satz ist als diese Feldbluse, die dann eben genutzt wurde, um diese Modifikation durchzuführen. Ja, die Farbunterschiede, die haben sich so mit der Zeit immer so ein bisschen entwickelt. Wie gerade hier noch schon mal erwähnt, ich habe hier jetzt mal für euch einen Satz aus dem Jahre 1994. Da sehen wir nochmal einen ganz anderen Unterschied, was die einzelnen Farben so angeht. Und dann haben wir eben hier jetzt mal eine Feldbluse aus dem Jahre 2008. Und das ist so der Standard, der auch heute noch immer quasi mehr oder weniger aktuell ist. Ich sage mal so ein paar Farbgeschichten, wo sich was verfärbt. Das sehen wir auch bei den neuen Einsatzkampfbekleidungen, auch aus dieser Mobas-Geschichte und den IDZ-Geschichten, die vorher da waren, dass es da bestimmte Teilbereiche an der Uniformbekleidung gibt, die die Farbe so ein bisschen verlieren oder wo die Farbe sich ein bisschen verändert, ähnlich wie hier bei den Taschen. Wo habe ich denn das erste Mal so eine Art Modifikation gesehen? Und zwar kenne ich das noch aus meinem Einsatz in 2010, wo schon einige Kameraden dabei waren, die sich eben diese Modifikation haben schneidern lassen. Dort gab es ja natürlich auch in der Basis, habe ich schon mal erwähnt, diesen Markt, wo Schneider auch ihre Dienste angeboten haben, und zwar haben die dann diese Jacken umgenäht. Es gibt auch noch einige Fotos, auch ein paar Referenzbilder halt, wo Bundeswehr-T-Shirts umgearbeitet wurden. Manchmal einfach nur an ein Bundeswehr-T-Shirt die Ärmel einer Feldbluse angenäht oder eben aber auch mit einem Teilbereich von hier oben. Und so wurden eben diese Modifikationen im Felde durchgeführt. Aus reiner Sammlersicht habe ich genau diese Geschichten hier gesehen bei den Kampfschwimmern. Durchaus auch hier eine Möglichkeit, dass diese Bluse, ich habe auch die passende Hose dazu, vielleicht dort mal im Einsatz war. Gerade hier wegen den Patches, das ist so die ungefähre Größe der Teamkennungspatches, die es damals gab, und nochmal eine kleine Klettfläche, ist aber halt nicht zu 100% bekannt. Referenzbilder dazu von den Kampfschimmern gibt es unter anderem aus dem Afghanistan-Einsatz, wo ein Kampfschimmer in einem Wolf sitzt und wir auch ganz schön die Oberarmtaschen erkennen können. Und zum anderen habe ich dann noch ein Bild gefunden im Kommandomagazin bei einer Vorführung, wo eben einer der Kampfschimmer auch eine ähnliche Modifikation trägt und die anderen Kameraden dort aber schon mit Saber-Shirts rumlaufen. Ja, zum damaligen Zeitpunkt, gerade auch im Bereich 2010 und davor natürlich, war der Markt nicht sonderlich groß. Ich habe euch ja schon mal die Einsatzkampfbekleidung, gerade die Einsatzkampfblusen vorgestellt, die beiden Generationen, die beim Kommando Spezialkräfte im Einsatz waren. Die waren zu diesem Zeitpunkt eben noch nicht bei den Kampfschwimmern im Einsatz, weshalb die wahrscheinlich sich da so ein bisschen selbst beholfen haben. Die Einsatzkampfblusen sehen wir dort erst deutlich später. Gerade für die Leute im Einsatz, im Afghanistan-Einsatz, die Combat-Shirts waren ja schon so vorhanden. Es gab verschiedene Hersteller, wo man was kaufen konnte, auch welche, die man besonders häufig sieht. Aber wie gesagt, da hat sich der eine oder andere eben auf eine kostengünstigere Weise selbst beholfen. Das, was wir hier jetzt sehen, in diesem recht alten Setup, sage ich mal, mit der alten Bluse, ist natürlich heutzutage gar nicht mehr wegzudenken. Der Markt ist sehr breit, was diese Bekleidung angeht, auch mit diesem Aufbau. Aber für diese damalige Zeit ist es natürlich was ganz Spezielles, was da jemand gemacht hat. Ja, dann schauen wir uns die Feldbluse einmal im Detail an. Ich fange einfach mal weiter oben an. Und zwar hier haben wir normalerweise die Aufnahme für die
für die Schulterklappen auf beiden Seiten kann man vielleicht auch noch die Nähte erkennen. Die wurden hier schon mal entfernt. Dann haben wir unten drunter normal das Klett für das Namensschild und dann eben hier die erste Brusttasche. Da sehen wir schon gleich, dass die deutlich größer ist, weil eben wie gesagt hier die Brusttasche einer Feldjacke genommen wurde. Ganz normal aufgebracht und dann hier aber die normalen Klappen der Feldbluse behalten, um die ganze Geschichte dann schließen zu können. Hier im Inneren ist wie üblich die Stiftehalterung zu erkennen, aber wir haben hier eben noch zusätzlich an der Seite angebracht einen Reißverschluss. Das Ganze wurde auf der gegenüberliegenden Seite hier auch nochmal gemacht. Hier haben wir natürlich dementsprechend nicht den Stiftehalter drin. Der ist bei der Feldbluse immer auf der linken Seite. Dann möchte ich noch einmal kurz was zeigen, und zwar hier das Netz, was hier eingearbeitet ist, ist hier noch oliv. Bei den späteren Versionen ist es dann auch so sandfarben beige. Zeige ich euch gleich nochmal an der Bluse. Einfach nur nice to know. Das ist jetzt nicht custom-mäßig, aber daran erkennt man auch nochmal gerade so eine alte Bluse. Gut, hier haben wir jetzt schon eine der Oberarmtaschen und eben hier schräg aufgesetzt. Die sind wie gesagt von einer alten Feldbluse wieder. Erkennt man halt auch am Schnitt, anhand der Größe und wie die ganze Geschichte vernäht ist. Hier auf dieser Tasche wäre normalerweise noch diese kleine Oberarmtasche gewesen, die immer auf der Feldbluse drauf ist. Hier sehen wir es nochmal, die Schulterklappe normalerweise, die Tasche normalerweise und dann eben hier die kleine Oberarmtasche mit dem Druckknopf. Die ist hier entfernt worden und dafür halt eben diese Tasche aufgebracht. Bei den Kampfschwimmern sieht man hier immer diesen Truppkennungspatch darunter. Das habe ich jetzt so auf Fotos nicht so häufig gesehen, aber Blutgruppe oder Non-Known Allergies Patch oder sowas, das wurde zu der damaligen Zeit ja auch viel getragen. Ja, hier die Feldblusenklappe eben. Hier sehen wir noch die Naht, wo das Ganze mal abgemacht wurde. Und dann eben hier eine kleine, aber feine Oberarmtasche, die dann eben mit zwei Druckknöpfen geschlossen wird. Das fällt natürlich bei solchen Bildern dann immer sofort auf. Der eine oder andere hat so eine Taschen auch genommen und dann Klett drunter nähen lassen. Hier eben noch die Druckknöpfe, finde ich aber auch irgendwie ganz stylisch. Und hier auf der Seite eben nochmal das gleiche. Genau, das ist hier so die Modifikation, die hier an dieser Feldbluse durchgeführt wurde. Ist an sich gar nicht so viel, kann man recht schnell zeigen. Wer jetzt nochmal will, kann sich ja mal die Videos zu den Einsatzkampfblusen angucken, die ich gemacht habe. Und da dann nochmal mit den Modellen vergleichen, die zu der damaligen Zeit eigentlich schon, ja, ich sag mal, bei zumindest dem Kommando Spezialkräfte im Einsatz war. Wann genau diese Modifikation gemacht wurde, kann ich natürlich leider nicht sagen. Ich gehe aber davon aus, dass es echt tatsächlich recht früh ist, gerade aufgrund der Materialien, die hier verwendet wurden. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zusehen. Seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei und dann sehen wir uns. Bis bald. Ciao.